Wie ist es denn, von diesen beiden wunderschönen Frauen beschützt zu werden? Oh, es ist natürlich schlimm, mit diesen Schauspielerinnen zusammen zu sein. Nein, es ist natürlich wirklich cool. Es dreht sich alles um ihn, aber er ist noch zu jung, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Alles liegt in der Zukunft und ist für ihn unerreichbar. Er würde gerne mehr tun, doch das wird ihm permanent untersagt. Also kennt er nur die negativen Seiten eines Lebens als Held. Das ist eine schwierige Situation und er ist kein sehr glücklicher Mensch. Jeder kennt ja Sarah Connor und die meisten Menschen haben eine Ahnung davon, was ein Terminator ist. Aber wer ist John Connor und wie haben Sie ihn als Figur erschaffen? John Connor? Das war schwierig. Ich musste ganz anders vorgehen als bei den meisten anderen Rollen. Normalerweise entwickelt man eine Figur komplett neu, denkt sich eine Vorgeschichte aus und so weiter. Doch in diesem Fall gab es die Figur schon in Terminator 2. Ich habe also die Art, wie Edward Furlong ihn gespielt hat, mit meiner eigenen Version von John Connor kombiniert. Er ist ein bisschen reifer, ein bisschen älter und ein bisschen schlauer. Of who would be in this, which is a little more mature and a little older and a little smarter and, you know, that kind of thing. Summer Glau hat mir erzählt, dass sie die Terminator-Filme überhaupt nicht gesehen hatte, bevor sie zum Vorsprechen gegangen ist. Wie sieht's mit Ihnen aus? Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Schon mit 12 Jahren habe ich beide Filme gesehen und fand sie immer toll. Deshalb war ich so aufgeregt, als ich das Rollenangebot bekam. Und was ist mit dem weiblichen Terminator? Was war Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, dass Sie von einem weiblichen Terminator beschützt werden? Also nicht von Arnold Schwarzenegger. Nein, viel besser. Das ist eine viel interessantere Konstellation. Sie wirft die Frage auf, ob John Gefühle für Cameron hat. Und ob Cameron diese erwidern kann. Ob das mit einer Maschine überhaupt möglich ist. Ich war von Anfang an der Meinung, dass dies eine der schönsten Ideen der Serie war. Sie bietet uns so viele Möglichkeiten. Cameron, die der ultimative Eindringling ist, bekommt menschliche Züge. Dadurch ergeben sich so viele mögliche Handlungsstränge, denen die Serie auch folgt. Man fragt sich als Zuschauer immer, was ist denn das für eine Beziehung? Ist sie wirklich nur seine Beschützerin? Was denken Sie? Das ist genau, was wir wollen. Da soll der Zuschauer im Unklaren bleiben und nicht einmal ich kenne die genaue Antwort. Im Laufe der Serie verändert sich die Chemie zwischen den beiden ständig. Und auch die zwischen Sarah und John. Das ist schwierig. Okay. Wenn man sich das Verhältnis so anschaut in der Serie, dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass die beiden miteinander flirten. Ich denke, John will nicht zugeben, dass er etwas für sie empfindet. Dadurch wird sein Verhalten ihr gegenüber schroff und unfreundlich. Das hilft ihm, seine wahren Gefühle zu verbergen. In der ersten Folge, als er sie noch für einen Menschen hält, fühlt er sich von ihr angezogen. Umso größer ist die Enttäuschung, als er herausfindet, dass sie etwas mit diesem Albtraum zu tun hat, den er lebt. Besonders da er dachte, er sei jetzt endgültig vorbei. Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen John und seiner Mutter beschreiben und wie entwickelt sie sich? During the show and maybe now. Er ist noch ziemlich jung. Zwar ist er sehr intelligent und nicht sehr kindlich, aber er ist erst 16. Er braucht seine Mutter, doch er will sie nicht. Beide brauchen sich gegenseitig und sie leben füreinander, ohne dies zuzugeben oder damit richtig umgehen zu können. Da ist viel Liebe im Spiel und auch Reibungen. Was ich an dieser Serie wirklich mag, ist die Tatsache, dass die Probleme von Sarah und John die gleichen sind wie bei anderen, nur eben überhöht. John steckt in einer typischen Teenager-Krise. Er weiß nicht, wer er ist und wer er sein wird oder welche Verantwortungen auf ihn zukommen. Sarah muss damit fertig werden, eine Mutter zu sein, die ihren Sohn beschützt. Das kennt man aus Familien auf der ganzen Welt. Nur hier kommt noch die Gefahr dazu. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich heiße. Sarah Connor. Niemand stirbt, solange ich es nicht sage. Alles, was wir versucht haben aufzuhalten, fängt wieder an.
Du bist gestorben. Vor 2 Jahren. Sie wird von dem unbedingten Willen angetrieben, ihren Sohn zu beschützen. Das ist es, was all ihre Handlungen bestimmt. Sie hat keine besonderen Fähigkeiten oder übernatürliche Kräfte, aber ihre Liebe zu John Connor macht sie kämpferisch. Sie ist permanent auf der Hut und muss 3 Tage im Voraus denken. Immer geht etwas in ihrem Kopf vor. Gleichzeitig muss sie sich gegen ihren Sohn durchsetzen und die Tatsache akzeptieren, dass sie mit dem Feind zusammenlebt, also Cameron. Wolltest du den Kopf umbringen? Antworte nicht, ich will es gar nicht wissen. Ein interessanter Aspekt an der Serie ist, dass wir es hier mit 2 weiblichen Hauptfiguren zu tun haben. Der männliche Part ist noch ein Junge und wächst erst zu einem Mann heran. Die beiden Frauen müssen dafür sorgen, dass er das auch schafft. Und dann ist da noch Sarahs Hadern mit ihrer Mutterrolle. Sie ist nicht besonders mütterlich. Und die Serie zeigt, wie sie trotzdem versucht, für John eine gute Mutter zu sein. Gleichzeitig versucht Sarah für John eine normale Welt zu erschaffen, in der er wie jeder andere Mensch aufwachsen kann. Trotz der Tatsache, dass er der Retter der Menschheit ist. Wir sind im Büro von John Worth, dem Produzenten. Lassen Sie uns über Lena Headey sprechen. Was ist das Besondere an ihr und warum haben Sie ihr die Rolle gegeben? She's the new Sarah Connor. Because we're based on a movie, people have a very... Da unsere Serie auf den Terminator-Filmen basiert, haben die Leute ein klares Bild von Linda Hamilton in der Rolle der Sarah Connor. Es ist also eine große Herausforderung für einen Schauspieler, so eine Nachfolge anzutreten. Und ich kann mir niemanden außer Lena Headey vorstellen, der das bewerkstelligen könnte. Sie hat die Entschlossenheit, die Intelligenz, die Intensität und die emotionale Präsenz für diese Rolle. Und es schadet auch nicht, dass sie zu den schönsten Frauen gehört, die ich jemals gesehen habe. Das alles zusammenaddiert lässt nur ein Fazit zu. Sie ist Sarah Connor. She's Sarah Connor. Fragen wir noch einen Macher. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine TV-Serie zu machen, die auf den Terminator-Filmen basiert? Nun, ich war an der Entwicklung von Terminator 3 beteiligt. Als wir mit der Arbeit an diesem Film begannen, der im Übrigen ein großer internationaler Hit wurde, war ziemlich schnell klar, dass Sarah Connor in dem Film nicht vorkommen würde. Sie war aber eine meiner Lieblingsfiguren. Im Grunde war sie die Seele der Filmreihe. Also begann ich darüber nachzudenken, wie ich Sarah Connor zurückbringen konnte. Mehr noch. Ich wollte mehr über Sarah Connor erfahren. Und dann hatte ich die Idee für die Serie. In einer Fernsehserie kann ich ihre Entwicklung Woche für Woche verfolgen und beobachten, was für Auswirkungen der Kampf oder die Erziehung ihres Sohnes auf sie hat. Wie tut sie die Dinge, die eine Mutter tun muss? Wie schafft sie das alles, während sie aus der Zukunft bedroht und von der Polizei verfolgt wird? Gleichzeitig muss sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. All diese Fragen lassen sich am besten in einer Serie behandeln. Wir müssen die Filme unbedingt in Ehren halten, aber wir erschaffen mit der Serie auch unsere eigene Mythologie, die weitergeht als die Mythologie der Filme. Das Tolle an einem Film ist, dass man eine Geschichte schreiben kann, die auf 90 Minuten angelegt ist. Nach 90 Minuten ist alles vorbei und man braucht sich nicht zu fragen, was als nächstes passiert. Bei einer Serie hat man 22 Stunden pro Staffel und was immer man in der einen Stunde tut, hat Auswirkungen auf die nächste. Also muss man die gesamte Mythologie der Serie gründlich durchdenken und sich im Klaren sein, dass jedes Ereignis die nachfolgenden beeinflusst.